Auch hier Premiere, der Affinity 2022 Fiat Ducato 8 zusammen mit Markus. Grüß dich Markus, Lassi. Ja, hallo Sven. Bist seit 5 Monaten dabei. Wo ist dein Büro? Mein Büro ist direkt hier vorne links. Komm, wir schauen mal gerade, wo das Büro ist. Wir sind nämlich bei Affinity in welchem Ort? Osortkuf. Das ist in der Nähe von Lodz, da wohnst du auch. Eine Dreiviertelstunde weg ungefähr. Und das ist dein Wohnklo? Genau, da vorne ist mein Sitz und hier sitzt noch meine Kollegin. Wir arbeiten zusammen. Jo. Die Anna. Nee, die Anna, die hat ihr Büro da vorne. Die hat das schönere Büro. Die hat das schönere Büro, genau. Sag das mal gerade. Denn du machst ja den Vertrieb Polen, die Anna macht den Vertrieb Deutschland. Richtig, genau. Und die braucht ein bisschen mehr Ruhe, deswegen hat sie ihr eigenes Büro und ich arbeite hier mit der Angelika. Die macht das alles für Schweden und Norwegen. So, wir haben einen tollen Film gedreht, nämlich die Produktion von Affinity. Den verweise ich jetzt mal, der da ist, für Schweden und Norwegen. Das heißt, ihr verkauft auch viele nach Schweden, weil die Fahrzeuge gibt es nämlich in einer Polarversion. Hat mir der Norbert erzählt, hier ist übrigens die Produktion, da kann man rausgucken. Die Polarversion hat nochmal eine Extra-Isolierung, die kann man auf Wunsch dazu bestellen. Richtig, das machen wir für Norwegen, Schweden und die Schweiz. Genau, wenn die das haben möchten. Aber Wenn die optional. das haben möchten, genau. Richtig. Du machst auch Reklamationen, gibt es da viele? Bis jetzt nicht. Aber was es ist so gibt schon meistens hatten wir ein paar Umleimer, die abgegangen sind. Da hatten wir Probleme mit dem Kleber. Das Problem hat sich gelöst und Das Problem hat sich gelöst. Genau, das Problem hat sich gelöst. So, da habt ihr teilweise, es war eine kleine Serie, habt ihr alle Möbel ausgetauscht? Die haben wir komplett ausgetauscht. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass nur wenn eine Ecke abgegangen ist, haben wir gesagt, wir machen jetzt die ganzen Möbel neu und ja. Da konntet ihr aber nichts für, weil der Kleber hat sich irgendwie verändert oder so. Ja, der Produzent hatte uns nicht gesagt, dass die Zusammensetzung vom Kleber verändert wurde. Und War eine kleine Serie? Ja. das war eine kleine Serie. Ja. Okay, gehen wir mal rein. Also wichtig ist ja auch, wie geht man damit um? Denn ihr habt ja viele Fachhändler, die reißen euch ja mittlerweile die Dinge aus den Händen. Das macht der Grundriss, aber es macht auch, glaube ich, die Expertise von den beiden Chefs, Norbert und Jacek. Die sind, glaube ich, extrem pedantisch, was die Qualität angeht. Oh ja, das auf jeden Fall. Also alle beide und die haben Riesenerfahrung und die wissen auch, wie man überhaupt das ganze Wissen weitergibt und ja, die machen das prima. So, hier, der steht auf Luftfedern. Lass ihn mal bitte runter, dass wir mal sehen, damit ihr mal seht. Also hier kann ich richtig ausgleichen. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist die Luftfederung. Er lässt mal ab. Und man kann damit also locker einmal durch die Fahrtrichtung, also wie ich einparke, und dann über die Luftfeder circa, ich glaube 15 cm kann man nivellieren. Geht also ein gutes Stück runter. Und das sieht man jetzt auch gleich, sodass ich also im Stand meine Richtung ausgleichen kann. Das Ganze sogar dreidimensional, denn ich kann im linken und rechten Rad verschieden die Luft ablassen. Und jetzt steht da gerade. Fast. Markus, hast du gut gemacht. Das Ganze war aber kein Hexenwerk, denn das Thema Luftfederung hat Vorteile. Ich glaube, erstmal Gewicht, man darf ihn zulassen bis? Bis 4,8 Tonnen Auflastung kann man machen bei einer Einzelabnahme, zumindest in Deutschland. Und ja, man kann sich überall hinstellen. Wenn es irgendwo mal schräg ist, dann kann ich links oder rechts justieren und dann stehe ich wieder gerade. Habe ich heute Nacht ausprobiert. Es war nämlich richtig schräg bei euch. Und dann habe ich ihn hochgefahren. Wir können das gleich mal zeigen draußen, wie man den nivellieren kann. Über diese Luftfeder hier. Die ist hier drin. Und das ist schon stark. Aber gut, sie ist nicht ganz billig, aber es lohnt sich. Und der Fahrkomfort. Ja, natürlich. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Du hast einen ganz leichten Zugang auch. Und wie gesagt, der Vorteil, dass du fast überall stehen kannst und ausgleichen kannst, ist halt riesig. Das ist ein Riesenvorteil. Ja, pump mal auf. So schwer? Nee, aber Jetzt fährt er hoch. Das heißt, ich kann sogar anpassen, wie komfortabel ich es haben möchte. genau. So, dann habe ich auch gehört, Fahrstabilität ist ordentlich. Ablassen schwer? Lass mal ab. Nee, da kann ich jetzt einmal hier eine Seite und hier die zweite. Dann fährt er runter. Genau, jetzt fährt er runter. Genial. Lass ihn mal unten, dann haben wir es gleich ein bisschen einfacher. Dann steht er auch gerade. Das ist der Blick nach innen. Was die Leute fasziniert, ist ja das Thema Bettumbau, Geschwindigkeit. Das werden wir gleich mal zeigen.
War das Ihre Einstellungsvoraussetzung, die haben mich hier reingeschickt, haben gesagt, schauen Sie mal, was hier anders ist? Nee, das nicht, aber tatsächlich haben die gesagt, wir zeigen dir das jetzt einmal und dann solltest du es drauf haben. Und tatsächlich nach einem Mal ging das auch. Hast du geschwitzt? Oh ja. Ja, die sind aber nett hier, die Chefs. Hier sieht man auch die Backen, also das kennt man ja schon vom Sprinter, aber ihr habt die Backen auf der ganzen Länge. Genau, auf der ganzen Länge und insgesamt haben wir 14 Zentimeter dazu gewonnen. So, fängt hier ganz seicht an, hier kann man es glaube ich ganz gut sehen und geht dann nach hinten, also 14 Zentimeter Gesamtbreite. Genau, 14 Zentimeter Gesamtbreite. Den Platz haben wir halt gebraucht, um das Bett so hinstellen zu können und noch das separate Bad Daneben sogar. nehmen. Genau. Das ist natürlich Weltrekord. Das heißt, ihr habt ein großes Bett. Da werden jetzt viele sagen, ist nicht groß. Aber ich habe heute Nacht drin gepennt und mein Sohn war sogar neben mir. Und das geht. Also das ist das Bett, was Das übrig geht auf jeden bleibt. Fall. Also wie gesagt, meine Kinder waren mit mir hier. Wir haben uns alle zu dritt draufgelegt und hätten auch zu dritt hier pennen können. Ich meine, klar, meine Kinder sind erst 7, aber Mein Sohn es ist hätte 9. gepasst. Also Ja. wobei, er muss demnächst vorne schlafen, weil das war jetzt nur mal ein Test heute Nacht. Ich wollte mal sehen, ob das klappt. Also auch wenn du mal eine Tour hast, du willst mal eine kurze Pause nur machen. Oder, was total genial ist, ich habe ihm dann gezeigt, guck mal, da kann man sich drauf lümmeln. Und denn die Lümmelposition, die werden wir gleich mal sehen. Dann gibt es ein Hubbett quasi. Warte, ich mach mal hier auf. Zeig mal bitte. Genau, das kannst du auch auf zwei Seiten. Kannst du einmal von dieser Seite aus hochfahren oder an der Küche hast du auch nochmal einen Schalter. Das mit der Luftfederung, das war ein sehr positiver Effekt heute Nacht. Also weil wir kamen ja sehr spät an. Oder wir waren ziemlich fertig. Also von der Fahrt, die ging ja über Nacht hier. Und dann kamen wir an und haben ruckzuck den so nivelliert, dass wir gerade standen. Also ich habe ihn einmal gedreht um 180 Grad im Wagen und habe dann die Luftfederung hochgepumpt. Dann stand er gerade. Und ihr könnt euch das gleich mal angucken, wie schräg der eigentlich steht. Und trotzdem ist das nicht eine Garage? Überleg mal, ein Kastenwagen. Ja, also wir haben getestet und 2 E-Bikes kriegst du hier ganz entspannt rein. Ohne Vorderradausbau. Genau, ohne Vorderradausbau. Denn, geh mal durch, dann zeig mal. Ja. Also, Vorsicht, Kopf. So, das heißt, man kann zumachen, dann lässt sich auch leichter heizen. genau. Das ist ein Vorteil. Und dann hast du hier die, So, und da kommen dann beide Reifen vorne rein. da kommen die Reifen rein. Hier ist der Wechselrichter drin, 1,7 kW, Richtig. sehr flach. Da ist Technik, oder? Und hier ist die ganze Technik. So, Solar habt ihr drin. Richtig, Solar. Und der hat auch eine Dieselheizung Solar- und Dieselheizung. Und ihr habt einen Ladebooster. und einen Ladebooster. Der ist wo? Ha. Du bist jetzt 5 Monate hier. Ich hab wirklich- So, das ist die Gasflasche. Habt ihr auch eine betankbare in dem? Wir haben auch die Möglichkeit, eine betankbare, auch mit Gasaußenanschluss. Komm, das zeigen wir mal gerade in dem anderen. Da haben wir das nämlich drin. Hier übrigens Außendusche. Außendusche, richtig. Jetzt gleich mal gucken, ob ich eine habe. Habe ich die mitbestellt? Ich weiß gar nicht. Oh, das weiß ich nicht. Gleich mal gucken. Bestellt? Ach, du kannst den komplett öffnen. Ich kann den komplett öffnen, klar. Das ist bei den meisten gesperrt. Das stimmt. Also ich meine, bei dem Peugeot geht das nämlich nicht und hier geht das. Das liegt daran, da sind keine Fenster drin. Und dadurch kriegst du den problemlos raus. Genau. So, hier hast du einmal Außendusche und die Kassette kriegst du halt bequem hier raus von der Seite. So, müssen wir gleich mal den Norbert fragen, ob er noch eine Kassette für mich hat. So, habe ich soweit verstanden. Dann lass mal oben, dann können wir nämlich gleich mal drum rumgehen, mal zeigen, weil man kann in jedem Zustand das Bett besteigen. Das ist sehr interessant. Da habe ich zwar ein bisschen weniger Platz, es geht. Das finde ich auch genial, die fährt automatisch raus. Die fährt automatisch raus und auch wieder automatisch rein, wenn ich die Tür zumache. So, der Ablass ist hier auch sehr leicht zu erreichen. Ja. Das ist, was ich alles schon gelernt habe. Riesen Vorteil. Ne, ich muss nicht irgendwo unter das Auto oder so, ich mache einfach auf, kann ablassen. So, da ist das Ablassventil. Okay, Markus, Einstellungsvoraussetzungen. Zeig mal. Immer das Bett. Bett. So, das ist ein Vierschläfer, glücklicherweise. So, du hast einmal da gezogen. Dazu muss der Sitz so stehen, wie er jetzt steht, gell? Genau, der muss jetzt genau so stehen. Gedreht.
der Rückenlehne müssen wir halt gucken, dass die erstmal ein Stück weiter hinten ist. So, und dann wird einfach die Rückenlehne ein bisschen vorgedreht. Markus, geh mal gerade zur Seite, dann leg mal nach links. Kann ich es mal gerade sehen. So, das ist jetzt das Bett. Und was du gemacht hast, ist, du hast es ausgefaltet und dann auf die Lehne draufgelegt. Da habt ihr mittlerweile so eine Abdeckung habt ihr entwickelt, gell? Für die Genau, wir haben eine extra Abdeckung dafür, nur für den Fahrersitz, damit das Leder halt nicht so schnell kaputt geht. Ne? Habe ich die auch, die Abdeckung? Die hast du auch, die hat jeder standardmäßig. Die liegt wo? Hinter dem Sessel. Hinterm Sessel. Genau. Ich gleich mal gucken, ob ich die auch wirklich habe. Jetzt machen wir noch das. So, das heißt, da ziehst du einfach dran, dann kommt das unten raus. Und dann ist fertig. So, und da warst du eingestellt danach. Danach war ich eingestellt, Danach genau. war ich eingestellt. Cool. So, jetzt geh mal bitte zur Seite. Da steht jetzt maximal 80 Kilo. Du hast, glaube ich, genau 79 Kilo, oder? Ich habe genau 79,5. So, dann geh mal hoch. Wie würdest du hochgehen? Schuhe aus? Ja, wahrscheinlich würde ich die Schuhe ausziehen. Ja, mach mal. Ich halte mal weg. Das ist das Oberbett. Das ist übrigens interessant. Es hat sich jetzt leicht gehoben, weil keine Auflagen drauf sind. Da ist übrigens das andere Hubbett. Markus zieht noch seine Schuhe aus. Ach, du hast Doppelknoten. Ich habe Doppelknoten, immer. So, und türkisfarbene Strümpfe. Wie heißt deine Frau mit Vornamen? Kati. Kati. Liebe Kati, hast ihm gute Strümpfe heute eingepackt. Bis 1,80 Meter, gell? Ich bin 1,80 Meter, genau. So, und das ist ja schon phänomenal. Das heißt, das würde schon mal gehen, würde ich sagen, oder? Das würde auf jeden Fall gehen. Die Breite, lass mal gucken. Das ist auch ordentlich. Sag mal, der Rausfallschutz, wo liegt der denn? Der ist unter dem Bett. Den habe ich jetzt nicht rausgezogen. Ist unterm Bett. Wenn du den mal kurz zeigst. Weil da werden sich viele fragen, was ist denn mit dem Kind, wenn das jetzt abstürzt? Ja, das ist natürlich wichtig. So, die Gasdruckfeder ist übrigens ganz neu gewesen, deswegen hat sie es wahrscheinlich auch hochgehoben. Der liegt bei mir auch unterm Bett, nehme ich an, oder? Der liegt da genau. Jetzt bin ich ja froh. So, das ist wahrscheinlich das fehlende Gewicht. So, das steckst du da rein. So. Da würde ich mich persönlich etwas wohler fühlen. Obwohl ich zwar kein Kind mehr bin, aber wenn ich da runterfallen würde, das wäre wahrscheinlich nicht so witzig. So, man könnte aber auch andersrum schlafen. Das heißt, je nachdem, wie das Auto steht, ist die eine Seite dann die etwas höhere. Das geht. Jetzt bist du ein großer Mann. Das ist jetzt die Frage aller Fragen, wie liegt man unten? Zeig mal. Unten ist eigentlich auch kein Problem, weil das sind gerade mal 10 cm weniger. So, dafür habe ich aber eine breitere Auflage, oder täuscht mich das? Das ist ein bisschen breiter. So. Da liege ich dann so rum. Also ich passe hier schon ganz rein. Ne? Ach, 1,80 Meter hast du. Genau, und jetzt habe ich hier immer noch ca. 10 cm. Mach mal quer, Markus. Quer schlafen. Oder wie schläfst du normal? Ich würde so schlafen. Mach mal. So. Ja, ich würde so schlafen. Echt? Ja. Könnte ich gar nicht. Cool. Also das geht. Das geht. Das geht. Jetzt kommt ja, muss man sich ja vorstellen, jetzt wäre hier ein Kopfkissen noch mit dabei. Dann kann ich ja noch ein bisschen nivellieren über die Sitzhöhe, nehme ich an, oder? Dass du das. Genau, ich kann den natürlich noch ein Stück nach hinten nehmen, muss nur gucken, dass das Bett hier oben richtig aufliegt. Aufliegt, da oben. Genau. Okay. Und hier auf der Platte muss man gucken, dass der hier auf der Platte ist. Also ein Stückchen ging noch. Ein Stückchen ging noch, ja. So, und jetzt Einstellungsvoraussetzung. Einmal wieder zusammenbauen. Einmal wieder zusammenbauen. Der arme Mann in Bern, der wusste ja nicht, was ich vorhatte mit ihm. Ich habe bloß den Vornamen jetzt nicht drauf von ihm. Er sei herzlich gegrüßt, weil er wird das Video wahrscheinlich gucken. Hast du damals gut gemacht. Ich habe ihn nämlich gezwungen, das mehrfach an- und abzubauen, weil ich konnte es nicht fassen, wie schnell es ging. Das aber, glaube ich, auch die Händler, die das erste Mal sehen, die sind schon begeistert, oder? Doch, auf jeden Fall. Also die Einfachheit. So, er drückt jetzt mal ganz kurz die Lehne zurück, dann fällt das runter. Ist da Magnet oder wie hält das? Magnet. Ah, okay. 2 Magneten. Was ich stark finde, ist der Sitzkomfort, den du hast auf diesem Sessel, den du hast. Setz dich mal drauf. Hier vorne? Nee, dahin. Da. Dass man mal sieht, weil viele werden ja auch nicht zu zweit da verreisen, sondern vielleicht nur alleine, dann ist das fast der bessere Sitz, oder?
Doch, als vorne. auf jeden Fall. Und dann kann ich mir einen Tisch hier hinstellen, ein bisschen arbeiten. Ja, mach mal. Das habe ich nämlich heute auch das erste Mal gemacht, weil der nimmt ja doch sehr viel Platz weg. Aber der hat seinen festen Platz. Das ist Der hat seinen festen Platz. ganz interessant. Hier einmal einhängen. Eingehangen. Genau. So, das nennst du Arbeit. Das nenne ich Arbeit, genau. Schieb den mal gerade ein bisschen mehr zu mir, bitte, den Tisch. Den Tisch zu dir. Ja. Du musst nur, genau. Okay, ne, jetzt hättest du noch mehr Platz. Genial. Ja, so wie ich es gerade brauche. Ne? Ich will noch was zu trinken. Habt ihr Kunden, die hierher kommen schon mal? Ganz oft. Ganz oft. Ganz oft. Gerade aus Danzig kommen die meisten. Aus Krakau kommen viele. Aus Deutschland die auch, kommen oder? auch. Aus Deutschland hatten wir auch schon Kunden, die sind hierher gekommen, die haben zum Beispiel Sonnenausstattungen dazu bestellt. Um das mal zu sehen, wie das aussieht. So, jetzt hast du hier, wenn du das nicht brauchst, hast du hier noch ein großes Fach. Genau. Kannst du 7 Laptops reinmachen. Dann hast du drahtloses Laden, 230 Volt, 12 Volt und USB. Da in der Ecke. Alles in der Ecke. Kann ich hier mein Handy laden. Wie gesagt, überall haben wir Fliegengitter. So, laufend werden auch Verbesserungen durchgeführt bei euch. Das ist sehr interessant, denn ihr habt wirklich kaum, dass ich über einen berichte, da ist schon wieder was anders. Ja? Was hier spannend ist, ist das Bad. Wenn du mal gerade ins Bad gehst, bitte. Du bist jetzt 1,80, kannst die Schuhe ruhig auslassen. Ich erlaube dir das. So. Danke. Das ist übrigens der Türanschlag. Mach mal auf, dann zeige ich mal gerade. Also die Tür kann nicht gegenknallen. Da ist so ein kleiner Puck hier. Und das täuscht nämlich, weil der Mensch ist ja so gebaut, dass viele sind ja unten etwas breiter wie oben im Kopf. Und dadurch hast du hier aufgrund der Form richtig Platz. Was ich gemerkt habe, genau, zieh mal ein bisschen vor, das hält komplett ineinander. Genau. Da hast du dann unten genug Platz, damit auch innen drin nichts nass wird. Ne? Aber richtig klein ist die Dusche auch nicht. Nee, die ist nicht klein. Also ich finde es okay. So, mach mal auf bitte. Hier sind übrigens 2 Haken für Handtücher. Die kann man übrigens auch verändern. Hast Die du kann gewusst? man auch verändern, ja. Ja. Die kannst du Da ist- abmachen und kannst woanders Eine hinhängen. Pumpe dabei. Ja. Habe ich, die, Standardmäßig in der Schublade hast du gefunden, ne? hab ich gefunden, ja. So, Dusche, zeig mal, wie das geht. Genau. Das ist übrigens der Klopapierhalter. Kein Witz, da passt genau eine Rolle Klopapier drauf. Und die habe ich auch so benutzt. Das geht. Du sagst jetzt, es geht wirklich. Nee, Die ist geformt, da kannst du eine Klopapierrolle draufstecken. Da oben rein, ich habe heute das erste Mal geduscht. Das ist genial, auch von der Anordnung, weil das kommt so gut da raus. Und ich war erstaunt, wie lange man duschen kann aus einer Truma, wenn du Boost machst, nämlich so lange, bis der Tank leer ist. ja, Hab ich- das geht. Das geht. So, Badezimmerschränkchen. Auch da war ich heute Morgen sehr erstaunt. Da ist er. Das Badezimmerschränkchen. Und mein Sohn, ey, das war ein Effekt gestern. Papa, ich habe kein Waschbecken. Wirklich. Warte, ganz langsam. Sag mal. Das ist so, und dann hat er das inspiziert, hat gesagt, wo läuft denn das jetzt hin? Das läuft da hinten rein. Genau, das muss einmal runter. Dahinter. So, das funktioniert auch. Dann habe ich dieses Lattenrost bestellt, wo ich wirklich sage, Jungs, bestellt euch das Lattenrost mit, weil das macht so viel Wert Ja. dazu. Und du hast immer trockene Füße, wenn du rauskommst. Also das ist auch ein Vorteil. Das ist so, was ist das für ein Holz? So ein, Oh, das ist extra Teakholz, ja. Teakholz, wasserdicht, kommt auch extra aus Spanien. so, und das ist das Bett jetzt aufgebaut. Jetzt kommt aber noch was Besseres. Hier vorne hast du noch einen Schrank. Da passen 6 oder 7 Wasserflaschen rein, stehend, habe ich schon probiert. Ja, und hier vorne in die Ecke kannst du noch den kleinen Feuerlöscher reinstecken. Der passt da auch rein. Der passt rein. Der passt da rein, genau. Haben ganz viele Kunden, wenn wir die Autos hierher kriegen, hatten wir letztens zum Beispiel auch die Truma gewechselt auf eine Diesel. Und da prüfen wir immer, was hat er denn alles da im Wagen gelassen. Und da passte genau der Feuerlöscher rein. So, und das ist die Garage von vorne. Hier vorne ist noch ein Fach, dass man das sieht. Darunter sind noch Servicefächer. Hier ist das Durchgucken. Ich habe mir übrigens auch wenn du mal gerade runterfährst, kauft euch den Vorhang hinten. Ja. Den können wir gleich mal zeigen bei meinem. Der ist so genial. Ja.
Den schicke ich auch jede Woche mindestens 4 Stück weg. Hinterher. Weil vorher hatten wir die nicht und die Leute sind begeistert, weil es ist halt genau das Stück da vorne. Ne? Und wenn du hinten aufmachst, dann kommt die ganze Kälte nicht sofort rein. Ja, und du siehst die Tür, das ist auch nicht so schön. Genau, sieht ein bisschen ästhetischer aus. Das sieht wirklich viel schöner aus. Hier ist er jetzt nicht montiert, ist extra, aber ist auch nicht teuer. Also, Nee, auf gar keinen Fall. Und es lohnt sich. ich bin sowieso so ein Deko-Kissen-Fan. Ich kaufe mir das auch immer gleich mit, was da ist. So, jetzt zeig mal bitte. Das ist die Tiefe von so einem Schrank. Das ist jetzt der Küchenschrank. Da hat mein Sohn direkt Chips reingemacht. Und denn das geht hier richtig runter. Also da ist nochmal gute, was war es, 13, 14 Zentimeter. Richtig. So, Kompressorkühlschrank. Dometic übrigens von beiden Seiten zu öffnen. Hier macht es richtig Sinn, weil du von beiden Seiten rankommst. Und so. Der hat 90 Liter jetzt. Hier hängt übrigens meine Abfalltüte hängt hier dran, da wo der Kleiderhaken ist. Da habe ich die reingemacht. Das ist tatsächlich ein Kleiderhaken, wo es oben drauf ist. Und hier hast du dann 2 getrennte, aber eine L-Küche im 4-Schläfer-Kastenwagen. Das ist schon, Ja, wie gesagt, jeder Zentimeter sinnvoll ausgenutzt in dem Wagen. ja, es geht noch besser, denn wenn ich jetzt kochen will, dann geht es um jeden Zentimeter. Man kann das Bett nämlich reinfahren. Zeig mal bitte. Ja. Dazu gibt es hier vorne. Nee, im 9, genau. Ich schieb mal. So, und jetzt hast du eine Lounge-Funktion. Das ist ziemlich genial. Genau, leg ich mal drauf. Und jetzt sieht man, jetzt hat man hier wertvolle 10 cm gewonnen ungefähr. Und der Markus, den brauche ich schon gar nicht mehr abzuholen. Nee, ich brauche jetzt nur noch den Fernseher, der ist leider hier nicht mitbestellt. Ich habe hier vorne das Notebook hingestellt und da haben wir ein Notebook geguckt. Das kann man nämlich hier hinstellen und dann kannst du einfach von hier aus Notebook gucken. Hier ist auch schon der Anschluss. Der ist bei jedem vorgesehen. Ja, der ist standardmäßig drin, natürlich. Ihr habt bei allen, habt ihr alles schon verlegt, muss man sagen. Also Klimaanlagenvorbereitung ist, glaube ich, schon drin, oder? Die ganze Klimaanlagenvorbereitung ist drin. Wir haben die Vorbereitung für Softclose gemacht, für die Solar? Schiebetür. Solar haben wir. Wir haben eigentlich alles vorbereitet. Selbst wenn der Wechselrichter nicht mitbestellt wird, ist alles vorbereitet, kann man später nachbestellen. Ist dann viel einfacher, Wenn man das will. Also wenn man das will. je nachdem. So, das habe ich verstanden. Dann hier oben hast du über Schränke. Mach mal auf, bitte. Mal die Tiefe, weil so einen, den hatte ich noch nicht geöffnet, aber die sind auch tief, wie ich sehe. Genau, die sind genauso tief wie hier auf der Zeig mal. Fahrerseite. Und haben alle die gleiche Tiefe hier. Die einzigen Schränke, die nicht ganz so tief sind, das sind die auf der anderen Seite, oben. Richtig. Die, Einmal. das sind, da kann man viele Dinge reinmachen, aber es ist jetzt nicht ultra tief. Hier habe ich alle Socken drin. Socken, viele haben auch ihre Gewürze hier drin. Ja. Ja, weil da hast du dann meistens so kleine Behälter und die passen genau hier unten rein. Ne? Auch da habe ich richtig nochmal meine berühmten 13 cm Platz. So, trotzdem habt ihr noch einen Kleiderschrank eingebaut. Das fand ich dann sehr beeindruckend. Ich habe übrigens hier meinen Flugkoffer reingemacht. Das ging. Ja, passt da? Der passt. Super. Also ich habe keine Böden drin. Okay. Ich sehe gerade, der Kunde wollte extra. Der wollte Böden. Genau. Gut, ist ja jeder wie er will. Also Jeder wie er will. Genau. Ich meine, standardmäßig haben wir dann trotzdem noch den Haken drin, aber der wollte jetzt extra Böden haben. gut, kann man ja auch Das machen nachrüsten. wir. Ja. Genau. So, dann hast du hier eine Schublade. Das ist meine Besteckschublade. Übrigens die einzige Schublade im ganzen Laden. Ja. Denn beim 4-Schläfer hast du nämlich die Schublade nicht. Und ich glaube, beim 3-Schläfer hast du etwas mehr Stauraum in der Küche. Richtig, wenn du einen Dreischläfer hast mit dem dritten Schlafplatz oben, dann hast du nämlich hier noch den ganzen Raum frei. Ja. Und hier hast du nur quasi den Zugang für Gas und Wasser. Kannst du ab und aufdrehen. Aber dann hast du hier noch den ganzen Stauraum. Gut. Den kann man zwar trotzdem nutzen, aber nur von innen dann. Also wäre ja auch ein Geheimfach. Also ja, So ein bisschen. so ein bisschen. Mit Magnet Das innen. ist, komplett. es ist ja auch so, dass wir für manche Kunden noch einen extra Safe einbauen und der kommt dann Danke. in die Ecke. Mhm. Sehr schön.
So, Max-Fan. Gut, aber ich denke mal, ganz ehrlich, wer hier rein will, kommt sowieso rein. Der macht es, glaube ich, nur länger. Und in Verbindung mit einer Alarmanlage. Ihr bietet auch Alarmanlage an, auf Wunsch? Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Vielleicht demnächst. Genau. So, mein Weg geht nach Hamburg gleich. Sag mal nicht zu wem, aber da wird eine Alarmanlage eingebaut. Dann mal schauen. Und hier vorne hast du Max-Fan. Ich liebe den jetzt schon, denn der hat eine Automatikfunktion, der schaltet sich temperaturgesteuert an und aus. Ja, der hat so einige Funktionen mit Regensensor. Ist wirklich super, der Max-Fan. Also Ich müsste eigentlich mal von denen mal einen zugeschickt kriegen, jetzt wo ich schon so viel Werbung gemacht habe. Der Hauptvorteil ist dieses leise Verhalten. Mach mal an, bitte. Da kann man nämlich mal sehen. Mach den auf On, dann geht er auf. Das ist jetzt nur am Anfang laut. So, und das ist jetzt schon schnell. Wenn du jetzt mal auf Minus drückst. So, und jetzt ist er quasi am Laufen, aber unhörbar. Es ist so leise, dass du fast nichts hörst. Und das finde ich natürlich genial. Du kannst den richtig querlüften. genau, also vor allem wenn es warm ist und du möchtest gerade schlafen gehen, machst du ihn an, hast genügend Luft und es ist super leise. Im Bad ist übrigens auch noch ein Lüfter. Richtig? Den kann man richtig schön stoßlüften. Genau, manchmal Schon. muss man. Der ist nämlich ganz. Achso, du meinst nach dem Geschäft. Zum Beispiel, nach dem Duschen wollte ich sagen eigentlich. Nach Nummer 2, meinst du? Wie man in Amerika sagt. Hier ist noch ein Schrank. Ich störe dich gerade beim Schuh anziehen. So, und da sind auch, was habe ich da drin? Auch T-Shirts bei mir. Aber du hast echt viel Staumöglichkeiten. Ich würde schon fast sagen, zu viel. Der Trend geht ja bei solchen Fahrzeugen zu weniger ist mehr. Denn bei 3,5 Tonnen hast du natürlich hier ganz klare Grenzen. 100 Liter Wasser. Gemessen ist der, glaube ich, mit 20, oder? Also hier haben wir 110 Liter Ja. Wasser plus dann natürlich Grauwasser 100 Liter. Das ist einiges an Gewicht. Mhm. Ja. So, ich zeig mal gerade. Markus schließt noch die Schuhe. Derweil zeige ich nämlich mal nochmal den Raum. Fiat Ducato 8. Habe ich übrigens ein eigenes Video beim Freistart gedreht. Könnt ihr euch mal angucken. Bedienung des Multimedia-Systems. Könnt ihr euch totlachen, weil ich habe es euch erklärt, ohne es je bedient zu haben. Um mal zu zeigen, ob es einfach zu bedienen ist. Und es geht. Es hat sogar Sprachsteuerung, die mich sogar einmal verstanden hat. Diese Ablage habe ich schon genutzt. Die ist sehr praktisch. Da kannst du nämlich deine Jacken drauflegen und deine Hose abends, wenn du ins Bett gehst. Ja, das kannst du machen. Oder wenn halt Winter ist, Mütze, Schal, Handschuhe kannst du auch dahin werfen. Fällt nicht runter. So, die meisten fragen, was ist hier hinter? Gar nichts. Genau, gar nichts. Da sind einfach nur Blenden. Gut, so, und das ist der Raum. Ja, Affinity, Modelljahr 2022. Wir sind im Werk in, In Osorkuf. nochmal? Osorkuf, Osorków. genau. Nicht wundern, wird zweimal mit O geschrieben, aber es gibt ja also einige Besonderheiten in Polen. Denn das Thema, wenn ich hierher komme, so Schilder sind schwer zu lesen, weil es ganz anders ausgesprochen wird, wie man es in Deutsch lesen würde. Ja, du hast ja ein paar mehr Buchstaben. Beziehungsweise statt Umlaute hast du dann mal ein L mit einem Strich drin. ein Was O ist mit einem L-Strich? Das ist ein Ue, W. genau. Beispiel für ein Wort? Łódź. Was? Łódź, Okay. das ist einmal die Stadt oder Boot. Und was gibt es noch so an Buchstaben? Was hast du noch? Da hast du ein C mit dem Strich. Dann hast Was du ist das? C? Tsch. Was? Tsch. Aha. Dann hast du noch ein S mit dem Strich, das wäre dann Ch. Das ist ein bisschen anders. Und was hast du noch? Ja, dann hast du noch ein A und E jeweils mit einem Strich unten drunter. Das ist Also dann viel so Spaß. ein O und so, genau. Das ist übrigens interessant, es wird gar nicht so ausgesprochen, wie man es lesen würde auf Deutsch. Und dann Auf gar keinen Fall. und es gibt Wörter, da brichst du dir die Zunge, eigentlich als Nicht-Pole, oder? Als Nicht-Pole, ja. Es gibt da so Wörter, da fängt es mit SPRZ an. Dann versuch mal auszusprechen. Aber was heißt das bitte? Das ist nur ein Anfang. Das wäre zum Beispiel bei Verkauf, wäre das Sprzedaż. Was? Sprzedaż. Und da schreibst du dann SPRZ. Ich habe gesehen, selbst kleine Kinder in Polen sprechen das schon, dieses Polnisch. Die sprechen das, ja, so ab dem 5. Lebensjahr ungefähr, fließend. Nee, also das ist wirklich erlernbar für jeden. Komm, wir gehen mal raus, dann zeigen wir mal gerade. Also habt keine Angst davor, hierher zu kommen. Die sind echt nett. Außerdem kann man hier ganz geil essen gehen. Wir waren gerade eben essen, also Spezialität hier, ich habe Leber gegessen, die war so lecker.
Ja, Leber, kriegst auch Herzen, kriegst alles, was du haben willst. Und alles schmeckt wie zu Hause, denn wir sind hier auf dem Land, gibt viele Bauern und die kriegen ihr Gemüse dann frisch und alles, kochen alles frisch. Genau, das ist der Riesenvorteil. Die meisten kennen sich hier aus der Gegend, jeder baut irgendwas anderes an und ja, die Restaurants bedienen sich da natürlich. So, letztes Video, hier steht er und es ist hier richtig schräg. Man kann es sehen, ihr könnt es vielleicht nicht sehen, aber es geht hier ungefähr gute, was sind das hier, so 3-4 Grad runter? Ungefähr, ja. Also wenn er ganz unten war, hat man schon gesehen, dass er schräg stand. Gestern Abend. Was habe ich gemacht? Also ich habe ihn einmal falsch rum geparkt. Das hat schon viel gebracht. Und dann habe ich die Luftfeder hochgemacht. Genau, und dann war der auch schon gerade. Wir haben hast du vor der Halle gestanden, der hing dann quasi runter. Hättest du runterrutschen können vom Bett und ja, einmal umdrehen, Luftfeder bedienen und schon ist er gerade. So, und hier steht er. Wird gleich ein neues Video geben, die Fahrzeugübergabe. Wir haben uns einen Affinity Van gekauft, einen Vierschläfer. So, sollen wir mal gucken, ob die Dusche drin ist. Ich bin mir jetzt, bin mir ganz unsicher. Warte mal, ich habe einen Schlüssel hier. Jetzt könnte ich einen Witz machen, wir sind ja in Polen. Scherz. So, mach mal auf. Jetzt, guck mal. Jetzt auf. Nee. Hab ich die nicht bestellt? Ja, sieht so aus, als hättest du den nicht bestellt. Ey, scheiße, ich hab ja gehofft, ich bestelle was nicht mit und ihr macht mir das dann so rein. Ja, aber nee. Nee. Ich habe genau das bekommen, was ich bestellt habe. Ist das nicht immer so im Leben, dass man kriegt, was man verdient hat? Richtig. Keine Außendusche. Genau. Und hier ist der Vorhang drin und der ist ziemlich genial, denn wenn du mal kurz mal öffnest, hier sieht man übrigens, hier habe ich 2 komplette Flugkoffer. Wir sind ja hier mit Flixbus gekommen. Nicht aus Kostengründen, sondern weil es echt bequem war aus Saarbrücken. Und die kannst du komplett öffnen. Und die 2 Riesenkoffer, hol die mal raus, bitte. Dass man mal sieht, wie groß die sind. Die passen da. Ja, teilweise. So, also da ist einer und da ist ein Koffer, der ist so groß wie der Markus selber. Und da könnt ihr auch mal sehen, was man da so mitnehmen kann. Also die sind drin. So viel zum Thema Kastenwagen, weil oft geht ja Raum und Großzügigkeit geht ja zu Lasten von Ladevolumen und das haben wir hier nicht. Nee, das haben wir hier nicht. Also hier kriegen wir auch Surfbretter rein. Wir hatten schon Kunden letztens, die haben ihre Surfbretter mitgebracht, haben gesagt, ich muss mal gucken, ob es reinpasst. Passte und haben gesagt, ja super. Sollen wir mal gucken, ob ich Solar habe? Solar, sollen wir mal gucken? Ja, jetzt bin ich mir ganz unsicher. Und? Nee, hast du nicht. Habe ich nicht. Aber ich habe die 200 Ampere-Stunden Lithium bestellt. Die ist dann vorne drin. Da muss ich mal gucken. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Das hier wird eine eigene Roomtour. Bis gleich. Übergabe, Markus. Laden Sie mir bitte das Gepäck ein. Sir Markus. Ja. Und jetzt siehst du auch mal, wie weit du durchladen kannst. So. Wow, guck mal hier. Das ist schon geil, oder? Und ich glaube, das Fach hast du noch unten hinten, ne? Das Fach das Brettchen. Unten, ja, ist unten. Ja. Es ging also noch tiefer. Es ginge noch tiefer. So, Markus, wenn ich herkommen möchte, Öffnungszeiten bei euch? 8 bis 16. 8 bis 16 vorher anrufen. Vorher anrufen am besten, genau, dass wir auch was im Showroom haben. Wenn ich hier anrufe, werde ich da auf Polnisch begrüßt oder ich sag mal, sprecht ihr Englisch, Deutsch? Wir sprechen Englisch, Deutsch, Polnisch natürlich, ja. Und wie man hört, perfektes Deutsch, weil du bist ja aus Nordrhein-Westfalen, bist da geboren und bist jetzt mit der Family hergezogen vor gar nicht allzu langer Zeit, oder? Nee, auf 5 Monate. Meine Frau ist ein bisschen vorher vorgezogen. Ja. Die kommt hierher, oder? Die kommt hierher, genau. Die hat kommt studiert, habt euch da kennengelernt. War lange in Deutschland und jetzt, also die Polen sind schon sehr gastfreundlich, oder? Die sind extrem gastfreundlich, doch auf jeden Fall. Ja. Also kommt hierher in der Nähe von Lodz und da könnt ihr auch gleich mal weiterfahren. Für uns geht es morgen in die Richtung Danzig. Danzig, ganz toll, wenn wir uns mal anschauen. Da gibt es das Thema Tiny Houses. Wird auch viel hier in Polen gebaut. Polen sind gute Handwerker, muss ich sagen. Sehr gute Handwerker und ja, eigentlich überall gern gesehen. Gerade in England viele Handwerker. Ja, die waren besonders traurig, glaube ich. Die waren sehr traurig, ja, doch, auf jeden Fall. So, dann gleich Roomtour Mitte Februar 2022, heute der 15. Februar. Bis dann und vielen Dank, Markus, dass du so bereitwillig, ab und zu habe ich schon das Gefühl bei einigen Rundgängen, du würdest mir gleich ein paar scheuern, aber du warst, alles gut. Du warst immer nett zu mir, ja. Bis dann, ciao.